Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Max und ich darf heute mal wieder ein Pomade-Review machen. Und zwar, ich bin mir super sicher, dass ihr alle inzwischen schon Pompeys kennt. Pompeys aus Karlsruhe, die macht der Henry, sind super tolle Homebrew-Pomaden, hauptsächlich ölbasierte, gibt auch 2 wasserbasierte Produkte. Reviews dazu findet ihr hier auf unserem Kanal, schaut euch einfach mal um. Ich darf heute den allerneuesten Streich darf ich reviewen, und zwar ist das, steht nicht drauf, aber es ist die Irish Gold. Lässt sich schon vermuten, Gold, deshalb die Dose und das Etikett. Irish Gold, woran denken wir? Wir denken an Kobolde, an Regenbögen, wir denken an Guinness und wir denken natürlich auch an Whisky. Und wenn ich daran rieche, ihr seht es in der Dose, eine klassische Wachspomade. Der Duft ist, ich habe irgendwo gelesen, dass es Bourbon sein sollte. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, weil Bourbon kommt nicht aus Irland und so riecht auch die Pomade nicht. Die Pomade riecht, wenn man sich mit Whisky auskennt, dann riecht man das. Dann riecht man, dass es da wirklich, das ist ein bisschen torfig, da ist ein bisschen Eichenfass ist da mit drinnen. Meine allererste Assoziation, muss ich aber sagen, war, um ehrlich zu sein, Rumtraube Nussschokolade. Fragt mich nicht warum, aber das war das allererste, was mir in den Sinn gekommen ist. Legt sich dann mit der Zeit, aber das war so das, was mir zuallererst in den Kopf geschossen ist, und ich fand es super gut. Ich fand es richtig stark, weil dieser Duft, das ist ein schöner, runder, warmer Duft, der gefällt mir richtig gut. Es ist was ganz, ganz leicht Zitrisches mit drin, aber das ist super, super dezent. Nimmt man jetzt nicht so richtig wahr, aber man hat, wie gesagt, Eichenfass, man hat leicht hölzerne, aromatische, würzige Noten. Also ein super, super toller, warmer Duft. Und das ist ein Duft, der gefällt mir von Mal zu Mal schnuppern und auch in den Haaren haben immer mehr, weil der so vielschichtig ist und sich dann noch entwickelt, hat er mich tatsächlich sehr, sehr begeistert. Zur Pomade selbst, ich habe es gesagt, das ist eine klassische ölbasierte, ihr kennt die vom Henry oder von ähnlichen Homebrewern. Wir haben hier die Pomade mit festem Halt, also Stronghold. Es gibt vom Henry ja noch die Beast und die Beast 2, die Nomen est Omen, die sind wirklich garstig, die haben richtig, richtig viel Halt. Hier haben wir eine, wie es der Name sagt, eine Stronghold-Pomade par excellence, möchte ich fast sagen. Deshalb gehe ich jetzt auch mal gleich rein zur Anwendung. Ich habe produktfreie Haare, ich habe minimale Restfeuchte. Ich befürchte fast, es ist ein bisschen zu wenig, aber das sehen wir gleich mal. Ich fange an mit der Entnahme. Es lässt sich an sich, wie es für eine, ich sag mal, Stronghold ölbasierte Pomade, wie man es gewohnt ist, mit ein bisschen Druck dann doch relativ einfach entnehmen. Ihr seht, im Vergleich zu manch anderen Produkten nehme ich erstmal relativ wenig. Das liegt daran, ich habe komplett fettfreie Haare und ich habe viele Haare und die sind ein bisschen länger. Bis ich Produkt wirklich überall eingearbeitet habe, dauert das ein bisschen und die Zeit möchte ich mir nehmen, und deshalb fange ich mit weniger Produkt an und lege deshalb lieber nochmal nach. Statt dass ich dann nachher viel zu viel oberflächlich aufgetragen habe und mir aber irgendwie ein paar Haarpartien ausgespart habe, und das sieht nachher einfach fürchterlich aus. Ist mir leider schon des Öfteren passiert, und deshalb jetzt einfach mal lieber, wie es gut Ding hat Weile, sagt man ja auch. Deshalb, also vielleicht sieht man es auch gleich, einarbeiten ist tatsächlich super, super leicht. Der Breakdown war auch quasi kaum vorhanden für den doch tollen Halt, den es nachher gibt. Ziemlich, ziemlich cool. Ich würde, wenn ich jetzt schon vom tollen Halt spreche, wer eine Dapper Dan, eine Goon Grease, also Dapper Dan Strong, die Goon Grease kennt. Wir sind hier eine Spur fester. Direktes Pendant vom Vergleich wäre eventuell noch die Ernst Nummer 2. Die ist aber, finde ich, ein bisschen wachsiger, was man dann auch später merkt. Also da so einen direkten Vergleich, glaube ich, finde ich jetzt zu der Pompeys gar nicht direkt. Fast ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal bei der. Es gibt die Strong, gibt es in tatsächlich verschiedenen Düften inzwischen.
wir sollten eigentlich auch schon alle gereviewt haben. Unter anderem wäre das die Black Panther oder einfach die klassische Strong. Wie gesagt, Reviews findet ihr alle auf unserem Kanal. Da könnt ihr euch einfach mal umschauen und da werdet ihr fündig. So, ich nehme so mal das dritte Mal nach. Jetzt so langsam meine ich auch, dass ich überall Produkt eingebracht habe. Ich weiß, ich sage das relativ häufig, aber nehmt euch gerade bei ölbasierten Pomaden, nehmt euch die Zeit fürs richtige Einarbeiten. Denn es passiert viel zu oft, dass das Styling einfach daran scheitert, dass das Produkt nicht anständig in den Haaren verarbeitet wurde, sondern nur oberflächlich oder einfach wirklich nicht überall. Das passiert mir super oft, dass ich dann hier zum Beispiel am Scheitel, dass daran kein Produkt ist, weil ich nicht gründlich genug war. Nehmt euch da die Zeit und macht das richtig ordentlich. So. Das sollte jetzt aber, meine ich, erstmal langen. Ihr seht schon, die Haare stehen ganz gut. Das ist schon mal in Ordnung. So, dann kämme ich immer erst noch mal durch, um eben gegebenenfalls Haare, die jetzt lose sind, rauszuziehen, um schon mal alles ungefähr in eine Richtung zu legen und eben um das Produkt noch mal besser zu verteilen. Dann mit der Feinseite noch mal drüber. Ja, und das ist das Erstaunliche dabei. Die ist jetzt fast wie Butter in den Haaren. Die ist richtig, richtig smooth, super, super weich und angenehm. Gibt jetzt momentan noch einen ganz leichten Glanz. Das liegt einfach dran, das Produkt ist jetzt warm. Mir scheint das Licht auf den Schädel. Also dadurch ist sie jetzt noch ein bisschen weicher. Die wird dann jetzt wieder ein bisschen fester, wird anziehen und dadurch dann auch wieder ein bisschen matter. Also am Ende habt ihr einen relativ natürlichen Glanz bis hin zu keinen Glanz, würde ich mal sagen. Also es ist kein mattes Produkt, das nicht, aber es ist jetzt auch keine Glanzbombe in der Art oder ähnliches. Genau, so, ich suche mir hier wieder meinen Scheitel. Das ist auch so ein Ding für sich. Da ist also, wenn ihr Scheitel tragt, nehmt euch da wirklich mal die Zeit für und schaut, wo euer Scheitel hingehört. Bei mir ist das nämlich so, ich habe hier hinten einen Wirbel und ich muss mit meinem Scheitel dahin gehen. Der Flo zum Beispiel kann seinen Scheitel deutlich tiefer ansetzen, bei dem ist das kein Problem, aber bei mir würde das überhaupt nicht funktionieren. Deshalb habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch aufgehört, mir die Tolle gerade nach hinten zu stylen, weil ich einfach quasi nonstop nur mit Nachkämmen beschäftigt war. Und das hat mich, um ehrlich zu sein, einfach irgendwann, hat es mich genervt. Da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf. Genau. So, dann nehme ich jetzt einen groben Kamm, ziehe mir die Haare hier zurecht. So, ja. Und das ist halt typisch ölbasiert. Ihr bekommt dann halt auch gleich richtig schön die Kammlinien hin. Und das ist was ich dann eigentlich auch relativ gerne mag. Und natürlich bleibt dieses Produkt den ganzen Tag über nachstylbar. Also da müsst ihr euch überhaupt keinen Kopf machen. Auswaschen ist aber dann natürlich wieder ein bisschen komplizierter, weil das halt eine ölbasierte Pomade ist. Aber im Grunde ja auch nicht wirklich notwendig. So, hier ein bisschen. So, ich ziehe es mir jetzt auch gar nicht zu akkurat. Ich will es jetzt ein bisschen lockerer, ein bisschen fluffiger haben. Ginge beides. Also wenn ihr noch ein bisschen weniger Produkt verwendet, kriegt ihr auch wirklich schön lockere Messi-Styles hin, wo ihr einfach nur mit den Fingern durchgehen müsst. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr nehmen würdet, könnt ihr euch natürlich auch die Tolle richtig, richtig krass akkurat hochstellen. Geht alles mit der Pomade. Und das gefällt mir dann auch wieder sehr gut. Jo, genau, machen wir hier noch. Ja, doch. Super, gefällt mir. Also das ist alles in allem, es ist eine ölbasierte Pomade, die super, super easy von der Hand geht, lässt sich toll verarbeiten, gibt euch einen richtig angenehmen, festen Halt und ich persönlich finde, der Duft ist wirklich, wirklich super. Er hält meiner Meinung nach leider nicht lang genug an. Allerdings ist das meine Meinung und da halbiert sich unser Team, um ehrlich zu sein, so ein bisschen, denn die einen finden ihn so überhaupt nicht gut, die mögen den gar nicht. Die andere Hälfte, die bessere natürlich, die steht total auf den Duft. Und da muss ich sagen, die haben einfach keine Ahnung.
Die wissen nicht, was gut riecht. Nee, ich kann euch nur sagen, probiert diese Pomade aus, die ist ein Traum. Ich finde sie wirklich, wirklich richtig gut. Und für alle Fans von festen, ölbasierten Pomaden oder auch von denen, die sich vielleicht mal irgendwie ein bisschen was probieren möchten, wie gesagt, so ein Messy-Look, auch moderne Looks, funktionieren wunderbar damit. Schaut euch auf jeden Fall mal Pompeys an, besonders die Irish Gold. Ist ein Träumchen. Ein Träumchen. Genau, dann bin ich auch schon fertig. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Schaut auch nächste Woche wieder rein zu unserem nächsten Video und dann sage ich bis dahin, ciao, servus, euer Max.